Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um eine relativ dicke Gitarre aus dem Hause Martin. Es geht heute um die Martin HD 28V. So, was ist das eigentlich? Also zuerst mal ist es eine Martin D28. Also Martin hat irgendwann mal die Martin D28 rausgebracht und die ist echt schon Asbach uralt. Ja? Das ist die, ich würde sagen, die Western-Gitarre. Ja, die Dreadnought-Western-Gitarre, nämlich vollmassive Bauweise, Sitka-Fichtendecke, indisches Palisander an Boden und an Zagen. Die HD 28 ist eine bisschen andere Version der D28. Wir haben nämlich bei der HD 28 das Herringbone Binding. Ja, das ist also ein anderes Binding an der Gitarre als bei der normalen D28. Wir haben dieses Schlagbrett, was einer Pepperoni Salami sehr ähnelt. Und wir haben ein anderes Bracing, ein Scallop Bracing. Und dieses Bracing ist... das sorgt eben dafür, dass die Gitarre ein bisschen bassiger ist. So, das kannst du so mal einfach über den Daumen gepeilt sagen. Aber dann haben wir es ja hier mit der HD 28V zu tun. Und das V, die Veränderung gegenüber der normalen D28, ist nach meinen Recherchen eigentlich nur der Hals. Nämlich, wir haben es hier mit einem V-Profil zu tun. Also der Hals ist etwas anders als bei der normalen HD 28 und es sind auch noch andere Inlays in der Gitarre. So viel jetzt erstmal zu den Unterschieden einer D28, HD 28 und HD 28V. Aber wie gesagt, jetzt nochmal kurz hier zu den Basics. Wir haben das Herringbone Binding. Ja, dieses Pepperoni-Salami-Schlagbrett, wir haben eine Rosette mit Strichen, also Kreisen, weiß, schwarz, weiß, eben unterschiedlichen Dicken. Eine massive Sitka-Fichtendecke, indisches Palisander an Boden und an Zagen. Und hier hinten haben wir auch nochmal ein Binding, was eben die beiden Hölzer voneinander trennt, weil es ist zweiteilig hier. Ne? Unten haben wir dann unseren Gurtpin und zwar einen ganz normalen Gurtpin. Das heißt, es ist kein Tonimmer verbaut. Also es ist ein rein akustisches Instrument. Das Binding hier an der Seite, also hier an der Seite ist das Binding und auch hier unten. Dieses helle Binding ist, und das ist für mich etwas verwunderlich, sehr ähnlich zu dem, was ich bei Taylor hatte, bei der 712. Ich blende da mal kurz ein Bild ein. Das Binding bei der Taylor 712 wurde sehr hervorgehoben von den anderen Reviewern oder von irgendwelchen Berichten, dass es nämlich so kleine Riefen hat. Und dieses Binding ist hier auch an der HD 28V. Es scheint also eine völlig normale Vorgehensweise zu sein, was da bei dieser Gitarre bei der Taylor einfach nur ein bisschen aufgeputscht wurde. Die Gitarre hat einen Mahagoni-Hals. Es ist eine 14-Bund-Gitarre, das heißt, wir haben einen Halsübergang am 14. Bund. Wir haben Inlays an den Bünden 5, 7, 9, 12, 15. Und das sind auch genau die Stellen, obwohl gar nicht. Wir haben noch 2 Stellen mehr, nämlich an den Bünden, zusätzlich an den Bünden 3 und am Bund 17 haben wir oben Punkte, die zur Orientierung des Spielers dienen. Ebenholz Bridge und Ebenholz Griffbrett. Hier oben an der Kopfplatte haben wir jetzt erstmal noch ein kurzes Stimmgerät dran. Dann haben wir den Martin-Schriftzug, also den Martin-Logo. Und die Kopfplatte hat noch ein Furnier drauf. Ich gehe mal davon aus, dass es Palisander ist, ne, was dann zu Boden und zu Zagen passt. Und hier hinten sind dann unsere Mechaniken, offene Martin-Mechaniken. Ob die jetzt irgendein anderer Hersteller hergestellt hat, keine Ahnung. Da steht auf jeden Fall Martin auf den Mechaniken drauf. Und die sind jetzt hier Silber. Ob die immer Silber waren, keine Ahnung, weil die Gitarre ist schon etwas älter. Es ist das 2002er Modell, aber 2003 gebaut. Also die hat wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich möchte jetzt hier bei dieser Gitarre mal ein bisschen mehr auf Plektren eingehen, weil die Gitarre hat einen sehr, sehr bassigen Sound. Ja? Und es ist so ziemlich die Gitarre, die den druckvollsten, voluminösten Klang hat von allen Gitarren, die ich bis jetzt hatte. Ja, das kann ich wirklich so sagen und das ist kein Scheiß. Die klingt wirklich sehr, sehr mächtig. Warum sage ich das sehr früh am Anfang der Review? Kann ich euch sagen, weil das Plektrum bei dieser Gitarre sehr, sehr große Auswirkungen hat. Das ist jetzt ein 38er Dunlop Nylon Plektrum. Wir spielen damit jetzt einfach mal ein paar Akkorde und dann wechsle ich mal das Plektrum.
Also ihr hört schon, der Unterschied ist sehr, sehr gravierend und deswegen sage ich jetzt hier ganz klar, mit welchem Plektrum ich das jetzt auch nochmal gespielt habe. Das war das 60er Dunlop Nylon, nochmal 38er im Vergleich. Also das Plektrum macht wirklich sehr, sehr große Unterschiede beim Klang. Ja, dann sind wir durch mit den klanglichen Ergüssen der Martin HD28V. Ich mache hier das Aufnahmegerät mal aus. Das brauchen wir heute nicht mehr. Gut, kommen wir dann mal zu der Gitarre, die ich jetzt hier vor mir habe. Wie ich schon erwähnt habe, Baujahr 2003, 2002er Modell in einem echt guten Zustand. Ja, die hat natürlich hier unten so ein paar kleine Stellen und auch so ein paar kleine, ganz feine Kratzer hinten und auch so ein paar kleine Kratzer am Schlagbrett. Das war es dann aber auch. Ne? Wir haben oben an dem Griffbrett quasi keine Riefen. Ob die jetzt noch die Originalbundierung hat, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, kann ich nicht reingucken. Ich weiß nicht, was damit passiert ist in den letzten Jahren. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass der Zustand wirklich echt geil ist. Und definitiv, irgendwas ist komisch. Weil die ist von 2002, wie gesagt, 2003. Und normalerweise sollten da doch zumindest an den Bundstäben mal irgendwie Stellen sein. Es kann natürlich sein, dass jemand eine Neubundierung bekommen hat.
weiß ich nicht. Ne? Der Zustand ist allerdings echt geil. Ja, Martin HD28V. Was sage ich zu der Klampfe? Es ist auf jeden Fall die druckvollste Gitarre, wie ich schon gesagt hatte, die ich bis jetzt hatte. Das liegt allerdings nicht nur an dem Fichte Palisander, weil es ist nicht meine erste Fichte Palisander Gitarre, auf gar keinen Fall. Ich habe auch hier noch eine Breedlove American Gold Series, die ist auch Fichte Palisander, auch Dreadnought, gleiche Hölzer, aber man hört Unterschiede. Ja? Die Gitarre klingt sehr druckvoll. Das wird mit Sicherheit an der Bezeichnung H vor dem D28 liegen, wegen dem anderen Bracing und ja, eigentlich nur an dem anderen Bracing. Die Gitarre macht Spaß, die Gitarre hat allerdings auch einen sehr schmalen Hals, nämlich 42,8 mm. Ich spiele Fingerstyle-Gitarre, ja? Ich mag so ruhige Sachen. Weißt du, sowas. Ich bin nicht der Strummer, wobei die Gitarre dafür gemacht ist. Und deswegen macht es das auch so schwer für mich, da jetzt eine vernünftige Beurteilung zu geben. Ja, also jetzt habe ich das Mikrofon doch noch mal kurz ausgepackt, das Aufnahmegerät. Also das kann die schon gut und das kann die auch besser als jede Gitarre, die ich halt eben vorher hatte. Und das macht auch tierisch Spaß auf dieser Gitarre. An der Gitarre kann ich nichts meckern. Also ist mein Mikrofon noch im Weg? Nee. An der Gitarre gibt es absolut rein gar nichts zu meckern. Die ist ordentlich, was heißt ordentlich? Absolut mega geil verarbeitet. Kein Kritikpunkt. Nirgendwo. Egal, wo ich mir die Gitarre angeguckt habe, es gibt keine Schwäche. Ich habe wirklich keine Stelle an dieser Gitarre entdeckt, wo ich sagen würde, boah, da würde ich aber verbessern. Überhaupt nicht. Ein absolut perfektes Instrument, in sich stimmig, und da gibt es wirklich, also da musst du schon, ich wüsste nicht. Ich wüsste wirklich nicht. Ich habe mir das Ding angeguckt und ich habe die jetzt schon wirklich, ihr wisst es doch, ihr wisst doch, wann ich die abgeholt habe, nämlich irgendwann Anfang Januar. Jetzt haben wir Ende Januar und ich spiele die jeden Tag und ich versuche Schwächen rauszufinden und eben dass ich irgendwas, ich suche negative Strohhalme, wo ich mich daran klammern kann, um eben euch mal auch ein paar negative Punkte zu so einer HD28V geben zu können, weil das Internet ist ja voll von Lobeshymnen, so, und das muss man halt ganz klar sagen. Und ich muss auch sagen, dass die gerechtfertigt sind. So, um dann jetzt mal hier so einen Schlussstrich drunter zu ziehen, die Lobeshymnen über Martin HD28 oder hier in diesem Fall auch die V, die sind absolut gerechtfertigt. Das ist eine perfekt in sich stimmige Gitarre. Ganz klar. Punkt aus. Wie sagt der Rainer Kallmund? Schluss aus Mickey Mouse. Ob die Gitarre jetzt was für dich ist, das ist eine ganz andere Geschichte. So, und das macht mir diese Beurteilung eben auch so schwer, weil ich eben nicht der Strummer bin. Ja, ich bin nicht der Typ, der mit einem Plektrum da steht und Konzerte spielt. Erst recht nicht mit der, weil da ist ja keinerlei Elektronik drin. Ja? Ich bin nicht der Strumming-Typ. Ja? Wenn du allerdings darauf stehst und das genau dein Sound ist und deine Art zu spielen, dann ist das die eierlegende Wollmilchsau. Ohne Scheiß. Was man allerdings bei dieser Gitarre erwähnen muss, leider, ist der Preis. Ja? Und die Gitarren sind wirklich nicht billig. Und wenn ich sage nicht billig, dann meine ich sogar sehr teuer. Weil Gebrauchtpreise, eBay Kleinanzeigen Stand heute irgendwas um 3.000 €. So, ja. Ob das Fantasiepreise sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß halt einfach nur, ich habe eBay Kleinanzeigen reingeguckt, HD28V, steht glaube ich eine drin. Machen wir mal kurz. Martin HD28V. Ja, also, es steht auf eBay Kleinanzeigen gebraucht genau eine drin für 3.200 €. Und das ist ein ganz krasser, teurer Preis für eine vollmassive Gitarre mit Fichte Palisander. Ja, definitiv. Und das muss man halt im Hinterkopf halten. Man hat diesen Martin-Mojo, ihr wisst schon, was ich meine. Das kaufst du natürlich mit. Völlig klar. Die Frage ist, steht das im Verhältnis? Mal kurz gucken, was kostet so eine Gitarre eigentlich neu? Ja, also neu kostet diese Gitarre, jetzt sind natürlich nur Straßenpreise, das ist jetzt, was ich euch sagen kann, Straßenpreis, also knapp 4.100 €. Das ist verdammt viel Geld.
So, und da muss man halt einfach abschätzen, ob es einem das wert ist. Aber wenn du allerdings bereit bist, diese ungefähr 4.000 Euro für diese Gitarre zu zahlen, dann kriegst du hier eine Gitarre, die wirklich perfekt ist. Ja, und das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Da gibt es nichts zu meckern. Ne? Die hat keine Stelle, keine Macke, wo ich denke, so, bis auf die Sattelbreite. 42,8 mm ist arschwenig, aber die ist halt auch zum Strummen gedacht und das kannst du mit der sehr, sehr gut machen. Mir ist das persönlich ein bisschen zu wenig, aber das ist komplett Geschmackssache. Ja, dann sind wir jetzt hier durch mit der Martin HD28V. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Haut rein, abgehen.